forget, you better open your eyes. All your friends, you don't come back. We're living now. Just take it back, I get some rocks. Forget, you better open your eyes. Tell all your friends, you don't come back. We're living now. Just take it back, I get some rocks. Forget, you better open your eyes. Tell all your friends, you don't come back. We're living now. Besser sehen. Man sieht hier so einen Knick, so ein kleiner Hohlraum. Das ist jetzt noch nicht wirklich schlimm, aber auf Dauer könnte der halt größer werden, dann könnte die Stabilität ein bisschen darunter leiden. Deswegen sind wir zu überlegen, ob wir dann später vielleicht da noch so 2 Schrauben anbringen, dass ein bisschen so zusammengedrückt wird, was dann halt wieder stabiler wird. Heute ist der 3. Tag, in dem ich hier versuche, mein Board zu bauen. Und wie gestern Abend schon angekündigt, ist die Hinterachse leider total schief, wie man wahrscheinlich jetzt ganz gut sehen kann. Und deshalb darf ich jetzt nochmal 4 neue Bohrungen machen. Seit der letzten Szene sind ein paar Tage vergangen und wie man hier sehen kann, ist hier entlang an der Kante und auch auf der anderen Seite nicht alles optimal verleimt, also sind überall so kleine Spalten. Und das Problem ist halt, wenn man jetzt auf das Board stellt, biegt sich das halt erstmal brutal durch und auf lange Sicht wird es auf jeden Fall kaputt gehen dadurch. Und deshalb habe ich nochmal Schrauben gekauft. Solche sind jetzt 7/8 Inch Schrauben, danke Amerika. Und mit diesen Schrauben können wir hier nochmal die Seiten stabilisieren, damit das Board halt noch ein bisschen länger hält. Und zuerst kleben wir das nochmal mit einem Kraftkleber. So, wir müssen jetzt 1 Stunde warten, weil wir jetzt hier an dem Board die Zwingen alle befestigt haben, sodass jetzt der Kleber mit maximalem Druck haften kann und ja, nach einer Stunde schauen wir, wie das dann so geworden ist. Jetzt ist ungefähr 1 Stunde vorbei, jetzt können wir mal schauen, wie jetzt das ganze Zeug zusammenhält. Und es gibt keine Abdrücke und das hat nicht funktioniert. Oh Mann. Kommen wir jetzt zum Fazit zu meinem Board hier. Wir haben jetzt gerade ein bisschen das Board getestet, also einfach so ein bisschen rumgefahren und schauen, wie sich das so vom Fahrverhalten her auswirkt alles. Und auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt gesehen hat, fühlt es sich relativ komisch an, auf dem Board zu fahren. Der gerade Auslauf ist halt leider nicht perfekt, es zieht immer so ein bisschen nach links. Und außerdem ist es so, dass sich das Board halt immer noch sehr stark durchbiegt, auch wenn wir hier die ganzen Schrauben reingehauen haben, ist halt immer noch sehr biegsam. Und dadurch hat man immer fast eine gewisse Angst, dass das Board durchbricht und es hängt einfach sehr stark durch und es wirkt sich relativ schlecht aufs Fahrverhalten aus.
Dann kommen wir jetzt zu dem finanziellen Aspekt. Ich habe insgesamt für das Board ungefähr 165 € ausgegeben, was eigentlich ganz in Ordnung ist, wenn man sich anschaut, was andere Cruiserboards kosten. Die fangen so bei 150 an normalerweise, aber es gibt auch wesentlich teure. Also das ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass jetzt viel von dem Geld für Versandkosten drauf ging oder dass ich jetzt noch Zeug übrig habe, zum Beispiel von der Farbe. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie sehr man die Kosten auch drücken könnte, wäre das schon nochmal eine ganz andere Sache. Also ich denke, gerade die Materialkosten waren jetzt vielleicht 140 €, was relativ günstig ist. Ein Problem gibt es noch beim Fahrverhalten, und zwar ist das die Sache mit dem Wheelbite. Wenn man sich das hier anschaut, sieht man, dass hier zwischen dem Rad und dem Deck nicht sonderlich viel Platz ist, aber ich dachte, es würde reichen. Aber wenn man jetzt wirklich eine sehr, sehr steile Kurve fährt, dann merkt man halt schon, wie dann das Deck das Rad berührt. Dann kommen wir jetzt zum Bauverfahren. Beim Bauen lief insgesamt eigentlich alles relativ gut, würde ich sagen, außer das Verleimen war nicht so ganz nach Plan. Wie ihr vielleicht noch aus dem vorherigen Video wisst, habe ich extra so einen speziellen Leim gekauft, der genau für das Bauen von so einem Board gemacht wurde. Allerdings kann ich den nicht empfehlen, weil der einfach nicht gehalten hat. Der war auch so ein bisschen trocken beim Verteilen, das hat man auch gemerkt. Und schlussendlich seht ihr ja, dass hier immer noch so leichte Lücken zu erkennen sind, trotz Verschraubung. Also es lief einfach nicht nach Plan. Aber abgesehen davon lief eigentlich zum Beispiel jetzt das Montieren der Achsen relativ gut und auch die Stichsäge war kein Problem. Zum Abschluss stelle ich mir noch die Frage, was würde ich jetzt anders machen, wenn ich nochmal ein Board bauen wollen würde. Ich würde definitiv höhere Achsen kaufen, damit halt die Gefahr von einem Wheelbite, so wie hier, nicht so groß ist. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem Rollen bestellen, die vielleicht 2-3 mm mehr Durchmesser haben, weil es einfach vom Fahrgefühl dann nochmal ein bisschen besser ist. Außerdem war ja noch die Sache mit dem geradeaus noch ein kleines Problem, der ist ja auch wie angesprochen schon auch jetzt nicht perfekt. Da wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich auf der Vorlage, die ich gezeichnet hätte, schon Markierungen für die Achsen gemacht hätte, damit ich halt präzise hätte arbeiten können. Und natürlich würde ich einen anderen Leim bestellen, damit die Verleimung nicht so endet wie hier. Ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mit meinem Board und ich hoffe, ihr habt was aus dem Video gelernt.